Es freut mich, dass wir jetzt hier eigentlich eines der sicherlich spannendsten Themen in der Automatisierungstechnik und Digitalisierung diskutieren, nämlich genau das Thema der Fabrik, wo wir uns ja im Grunde auch mit die größten Potenziale versprechen, die wir aus der Digitalisierung ziehen können. Ich sage mal, das Thema, was uns ja im Grunde schon Jahre beschäftigt, was tatsächlich auch bis heute nicht immer ganz leicht zu lösen ist, ist eigentlich dieses Spannungsfeld auf der einen Seite der Unternehmens-IT, der Enterprise-Systeme, ob das jetzt im Bereich ERP ist, ob das Thema der Produktdaten ist oder auch Logistiksysteme, Supply-Chain-Systeme. Und auf der anderen Seite die klassische Welt der Schaltschränke, der Automatisierungstechnik, der Steuerungssysteme, ob das jetzt Logiksteuerungen sind oder Bewegungssteuerungen sind, wo unheimlich viele Daten entstehen, die aber einen Bezug brauchen zu den Daten auf der anderen Seite. Ja, auf der Welt der IT haben wir eben die Auftragsinformationen, da kennen wir Produkte, ihre Zusammensetzung, also Stücklisten, Arbeitspläne und Ähnliches. Und wenn ich aus Daten sinnhafte Schlüsse ziehen will, dann muss ich diese Welten irgendwo integrieren. Und das ist ein Thema, was wir bei Phoenix Contact auch in der eigenen Produktion schon seit Jahren bearbeiten. Das ist sicherlich auch ein Thema, was uns auch die kommenden Jahre noch sehr intensiv beschäftigen wird, wie man das eigentlich sinnhaft zusammenbringt. Und da gibt es eine Plattform, über die wir heute auch ein wenig reden wollen, unter dem Titel Morix, wo es genau darum geht, eigentlich diese beiden Welten optimal miteinander zu integrieren. Und das sind für mich auch nicht Ebenen, jetzt hierarchisch, wie man das klassisch immer dargestellt hat, sondern im Grunde ist es eher ein komplettes Netzwerk von einzelnen Knoten, wo ein Enterprise-IT-System eben ein Knoten darstellt, aber genauso eben auch eine Maschinensteuerung in einem der vielen Teilmodule in den diversen Produktionsanlagen. Und wenn wir in die Produktion hineinschauen, wir reden heute natürlich über die klassische diskrete Fertigung, also die Stückgutproduktion, gibt es eben auch sehr viele unterschiedliche Szenarien, Setups, die man eigentlich digital erfassen, steuern und berücksichtigen muss. Das fängt an bei der Handarbeit, wo es darum geht, den Menschen eigentlich zu unterstützen mit Informationen. Und auf der ganz rechten Seite sind wir dann in dem Bereich der vollautomatisierten Produktionslinien, wo der Mensch auch eine Rolle spielt, aber sicherlich nicht mehr so intensiv selber die Wertschöpfung durchführt, sondern eher im Grunde Maschinen bedient und überwacht. Und in vielen Produktionen, gerade auch im Mittelstand, habe ich ja sowohl als auch. Ich habe nicht eine menschenleere Fabrik, sondern ich habe Arbeitsplätze, an denen Menschen arbeiten und habe genauso gut auch vollautomatisierte Bereiche. Und das entwickelt sich ja auch kontinuierlich. Und es geht darum, eigentlich Lösungen zu finden für die unterschiedlichen Aufgabenstellungen, was heute gar nicht so einfach ist, da es für die einzelnen Bereiche immer sehr individuelle IT-Lösungen gibt, die auch sehr viel funktionale Doppelung haben. Ja, ein Assistenzsystem für die Werkermontage kommt daher mit einer Verwaltung von Fertigungsaufträgen und Stücklisten und Arbeitsplänen, und ein Leitsystem in einer vollautomatisierten Montagelinie hat das genauso. Und bei den Digitalisierungsansätzen gibt es ja auch unterschiedliche Wege. Da kommen manche Unternehmen eher von oben, ja, die kommen von ihrem ERP-System, flanschen da Module an oder kaufen Systeme im Bereich Manufacturing Execution und wandern von da eigentlich auf den Shopfloor, an den einzelnen Arbeitsplatz. Und es gibt aber auch die anderen, die kommen eigentlich eher vom Arbeitsplatz, von der Maschine und suchen dann eigentlich den Weg nach oben zu den diversen Enterprise-IT-Systemen, um die es geht. Herausforderungen gibt es in diesem Bereich tatsächlich eigentlich sehr viele. Und da hängt es da auch ein bisschen davon ab, mit wem redet man eigentlich. Weil dieses Thema, da gibt es unterschiedliche Player, da gibt es erstmal den Produzenten, also das Unternehmen, die Leute, die die Produktion betreiben müssen, die ja von Haus aus erstmal keine IT-Spezialisten sind. Also wenn Sie wie ich Produktionstechnik studieren, da spielt Informationstechnik auch eine Rolle, aber das ist erstmal nicht Ihre Kernkompetenz. Und da haben Sie natürlich ein Anliegen, Sie wollen Anlagen kaufen, die das alles können. Wenn aber für diese Anlagen immer individuell Software gebaut wird, ja, um die verschiedenen Steuerungsfunktionen, Datenerfassung, Verarbeitung, Analytics und so weiter, wenn das alles anlagenspezifisch passiert, dann werden diese Anlagen sehr teuer. Weil der Anteil an Softwareentwicklung, der geht kontinuierlich nach oben. Also die Bedeutung dieser nicht sichtbaren Features in Maschinen und Anlagen ist in den letzten Jahren dramatisch gewachsen, sodass auch der Anteil dieser Kosten an den Investitionskosten mittlerweile sehr, sehr hoch sind, also absolut in zweistelligen Prozentbereichen. Und ich sage mal, ob die Software funktioniert oder nicht, ist auch ein sehr, sehr wesentlicher Part in der ganzen Inbetriebnahme, also in dem Ramp-up von Produktionssystemen oder auch später in dem Bereich der Fehlersuche. Das heißt, wenn Sie sehr viele unterschiedliche Maschinen haben von unterschiedlichen Herstellern mit dem dann einhergehenden Zoo
an Steuerungs- und IT-Systemen wird das sehr, sehr schwierig, das alles zusammenzubringen. Ja, auch wenn Sie eben mit Daten Analysen betreiben wollen, müssen Sie sehr viel Aufwand betreiben, diese Daten irgendwo zu standardisieren, gleichzuschalten, sie irgendwie zu verbinden, also in Kontext zu bringen. Es hilft Ihnen ja nichts, wenn Sie Sensordaten haben und gar nicht wissen, was dieser Sensor da eigentlich erfasst hat. Also welches Produkt war das, welcher Fertigungsauftrag und so weiter und so fort. Also wenn man wirklich Sinn aus Daten erzeugen will, dann muss man auch wissen, wann und wo diese Daten eigentlich generiert wurden. Und es gibt natürlich auch die Perspektive des Maschinenbauers, des Anlagenbauers oder des Systemintegrators, also derjenige, der eigentlich dieses Gewerk erstellt und liefert, der eben vor der Herausforderung steht, auch so eine Anlage in eigentlich immer kürzeren Zeiten, also immer mehr Funktionen in immer kürzerer Zeit und es muss immer besser sein. Und das passt gar nicht zu dieser Anforderung, immer mehr Softwarefunktionalität da reinzubringen. Und das Dilemma ist auch dort, dass man heute nach wie vor sehr, sehr viel individuell machen muss und es sehr schwierig ist, eigentlich einen Baukasten aufzubauen. Und mal mindestens ist es so, dass am Ende jeder Maschinenbauer eigentlich seinen eigenen Baukasten strickt. Ja, also der eine kann nicht wirklich profitieren von dem, was der andere macht. Und es gibt quasi auch kaum Anbieter, die irgendwo fertige Softwaremodule in diesem Bereich liefern können. Und das war im Grunde auch so ein bisschen der gedankliche Ansatzpunkt dieser Plattform Morix, die wir ursprünglich eigentlich beginnend vor mittlerweile schon 10 Jahren bei Phoenix Contact entwickelt haben für unsere eigene Produktion, weil wir eben selber einen Standard brauchten und wollten, um eigentlich mit Daten wirklich arbeiten zu können. Und zwar ein Standard dahingehend, dass wir Funktionsbausteine haben, die wir bei jeder Anlage brauchen. Egal, ob wir da Stecker machen, ob wir da irgendwelche Elektronikgeräte bauen, ob wir manuell produzieren oder vollautomatisiert. Wir wollen halt die Funktionen, die überall gleich sind, und die gibt es natürlich, einfach konsequent immer wieder verwenden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch bei jeder Anlage wieder irgendwelche speziellen Rahmenbedingungen. Es gibt spezielle Prozesse mit speziellen Steuerungssystemen oder irgendwelchen peripheren IT-Systemen, die zu integrieren sind. Und es gibt natürlich auch irgendwelche Anwendungsfunktionen, besondere Schnittstellen, die Sie brauchen. Das ist halt das Leben in der Produktion, das ist nie völlig durchstandardisiert. Das heißt, man hat immer diese zwei Seiten. Und die rechte Seite, also die der Individualisierung, die ist sehr wichtig, um die Produktion effizient steuern zu können, aber eben auch sehr, sehr aufwendig. Und da wird Digitalisierung eben teuer, wenn man nicht irgendwo auf Plattformen aufsetzen kann. Und das ist so ein bisschen die Grundidee, die eigentlich hinter dieser Morix-Plattform steckt, wo wir sehr sauber analytisch versucht haben zu trennen zwischen dem, was ist eigentlich immer gleich, ja, welche Grundmauern muss ich eigentlich bauen, welche Basisarchitektur muss ich schaffen und wie schaffe ich dann eigentlich diesen Freiraum für Individualisierung, aber eben auch sehr gekapselt. Weil ich möchte im Grunde auch eine individuelle Funktion bauen können, ohne dass diese Person, dieser Programmierer, das Ganze drumherum alles verstehen muss. Ja, dann ist er ja schon wieder ein super Experte und Experten hat man grundsätzlich im Unternehmen eigentlich immer zu wenig. Und da gibt es eben die Seite natürlich der Anbindung der einzelnen Betriebsmittel, genauso wie nach oben eben der Schnittstellen. Und das macht eigentlich diese Plattform auf, dass sie sehr sauber durchstrukturiert zwischen Grundlagen und den einzelnen Anwendungsfunktionen. Offenheit ist und bleibt der Schlüssel. Ja, das ist für Phoenix Contact auf der Steuerungsebene ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist für uns auch im Bereich der Leittechnik ganz wichtig. Wir haben eben auch diesen Kern dieser Morix-Plattform Open Source gestellt, frei verfügbar, sodass schlussendlich jeder darauf entwickeln kann. Und das ist auch genau die Idee dahinter, Leute zu befähigen, selber zu machen. Es ist nicht einfach eine schlüsselfertige Software verkaufen, sondern es geht darum, zu enablen und tatsächlich do-it-yourself möglich zu machen in dem Bereich. Wo wir das einsetzen, ist hier mal ein Beispiel einer klassischen Elektronik-Fertigungslinie mit einer Mischung von Handarbeitsplätzen und Maschinen, teilweise auch Hochtaktenmaschinen für die Steckermontage, die dann reinliefern in eine Gerätemontage, die niedriger getaktet ist, wo ganz klar die Herausforderung war zu sagen, Mensch, wir haben hier ein kontinuierlich wachsendes Variantenspektrum. Jedes Jahr kommen neue Varianten hinzu. Wie kriegen wir das eigentlich gelöst, dass die Produktion selber auch neue Varianten auf diese Linie bringen kann? Und da bietet Morix eben genau dieses Feature. Ich sage mal, das Buzzword dazu ist Low-Code, No-Code. Also eben nicht den Programmierer zu benötigen, sondern tatsächlich mit einer
ich sag mal, sehr intuitiven Modellierungsmöglichkeit eigentlich neue Maschinen oder Zellen zu ergänzen, genauso auch neue Abläufe zu konfigurieren für neue Produktvarianten, die irgendwo in den Einzelprozessen eben anders gehandhabt werden müssen als die schon bestehenden. Und das ist eben hier ein Beispiel für so einen Editor, mit dem bei uns auch schon seit Jahren die Produktionsmitarbeiter selber quasi die Anlage umkonfigurieren für neue Produktvarianten. Ein anderes wichtiges Feld bei Phoenix Contact ist eben die Individualisierung von Produkten, wo wir im Produktkonfigurator in unserem Webshop die Möglichkeit schaffen, ein Produkt zu individualisieren, also es selber zu gestalten. Das ist hier ein aktuelles Beispiel, der SBT Modular Leiterplattensteckverbinder oder diese Familie, die jetzt im Frühjahr gelauncht wurde, wo eben dann Daten entstehen in einem Webshop. Diese Daten transportiert werden müssen über ERP, über PLM bis rein in die Werkstatt und dort umgewandelt werden müssen in auch individuelle Maschinenbefehle, Parametrierung und Konfigurationen. Und das lösen wir eben auf der Anlagenebene auch mit Morix, wo genau dann diese Komponenten geclustert sind, wo auch diese Produktdaten oder auch die maschinenspezifischen Parameter erzeugt werden aus diesen individuellen Produktkonfigurationen oder auch eben an Handarbeitsplätzen, ich sag mal, Fertigungsinformationen individuell für diese individuelle Produktvariante generiert und angezeigt werden auf Basis von Schnittstellen zum PLM. Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt viele andere. Wir haben heute spannende Kollegen hier, die das ganze Thema noch weiter aus verschiedenen Perspektiven eigentlich beleuchten können. Insofern freue ich mich auf die jetzt folgende Diskussion.